Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von MDBK Insight zum Thema Nachhaltigkeit, Klimapolitik, Klimaentwicklung, ja, zum Thema Zero Waste. Die Ausstellung, die wir zum Thema haben, ist noch bis zum 8.11. bei uns im Museum zu sehen. Wir möchten heute in ungefähr einer halben Stunde oder 40 Minuten die Ideen der Künstlerin aufgreifen, um das Thema Klimagerechtigkeit, Recycling, Müllvermeidung aufzugreifen und sozusagen inhaltlich drüber zu sprechen. Wir werden also weniger als in den vergangenen Insight-Folgen tiefer in die Kunstwerke einsteigen, sondern die Idee nehmen, dieses brennende Thema weiter im Diskurs zu behalten. Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, möchte ich meinen Gast und das Team vorstellen. Ich freue mich, dass du, Ime Ituen, heute dabei bist. Hallo, du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Hamburg im Bereich internationaler Klimapolitik und bist auch engagiert bei Black Earth, einer Black Indigenous People of Color Klimagruppe, die sich für globale Klimagerechtigkeit einsetzt. Weiter dabei ist Malu Kunze, unsere neue Kollegin aus der New Media Abteilung. Sie ist heute unsere Antenne in die Außenwelt. Und ja, magst du kurz sagen, was deine Aufgabe heute ist? Ja, und zwar, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt die doch einfach bei Facebook in die Kommentarfunktion neben dem Livestream. Und wir versuchen die dann, oder ich versuche die dann halt so im Laufe des Gesprächs oder auch danach zu klären. Okay, danke Malu. Und hinter den Kulissen an der Technik ist Carla Knebel von Luma Landscape. Ich bin Sitara Viratunga. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin für Diversität und leite das MDBK in Transit-Projekt. Das ist ein Projekt, mit dem sich das Museum der Bildenden Künste in den nächsten 4 Jahren vorgenommen hat, in Publikum, Programm und Personal diverser zu werden. Ich sage noch kurz was insgesamt zur Idee der Ausstellung und zu den Künstlern. Ja, die Kuratorinnen der Ausstellung, Lena Fließbach und Hanna Beck-Managetta, haben sich dieses Themas angenommen, eher aus einer persönlichen Beschäftigung, also mit dem Thema Minimalismus, wie kann ich individuell Müll vermeiden, welches Konsumverhalten ist angebracht angesichts des dringenden Handlungsbedarfs in Bezug auf die Umwelt. Wir sehen hier die Eindrücke aus dem Untergeschoss von der Ausstellung. Es sind insgesamt 21 KünstlerInnen, die sich in den verschiedenen Formaten, also mit Virtual Reality, Fotoreihen, Installationen mit dem Thema, ja, also hier der Fortschrittsidee, Thema Abgas, Plastikmüll in Land und Meer und auch Recycling, ja, sich damit beschäftigen wollten. Imi und ich haben uns vorgenommen, in diesem Insight nicht so sehr auf die individuellen Strategien zur Müllvermeidung zu sprechen zu kommen, sondern eher auf die Produzentenseite anzugucken, vielleicht auch die strukturelle Seite. Genau. Und jetzt würde ich noch kurz die ersten 3 Künstlerpositionen vorstellen, bevor wir dann ins Gespräch kommen. Carle, wir könnten jetzt schon die ersten Kunstwerke einblenden. Genau, das ist von Vibha Galhotra eine Arbeit, die heißt Cleansing, und sie lebt und arbeitet in Neu-Delhi, und das ist ihre meditative Arbeit von ihrer Balkonpflanze, die ja den Schmutz und die Abgase von den Straßen Neu-Delhis zu entfernen und damit die Photosynthese wieder möglich zu machen. Danach seht ihr To Greenford mit seiner Arbeit Inspiration 1 bis 9. Das ist eine Fotoserie,
die einen Einblick in die deutschen Müllverbrennungsanlagen geben. Die hat er schon 2008 gemacht. Und danach sehen wir Erik Sturm mit seiner Arbeit Neckartor Schwarz und Staub. Er hat an einer der viel befahrensten Kreuzungen Deutschlands ja, die Abgase, also das, was sich durch Autos und LKWs an den Straßen absetzt, diesen Schmutz hat er gesammelt und zu schwarzer Farbe verarbeitet. Da werdet ihr später so eine Farbtuben sehen. Genau. Ja, Ime, ich freue mich, dass du dabei bist. Ich wollte dich jetzt mal fragen, in dieser Arbeit von Viva Galhotra sehen wir ja die Auswirkungen von, also jetzt auf Pflanzen, von Autoverkehr, Müllverbrennung. In einer anderen Arbeit von ihr sieht man auch sie, wie sie mit einer Atemmaske in Delhi steht. Angesichts angesichts dieser Auswirkungen werden auch Stimmen im Diskurs laut, dass Länder wie Indien jetzt auf Wirtschaftswachstum verzichten sollen, also in den internationalen Klimaverhandlungen. Ich frage mich, ob es dort in diesen Verhandlungen eigentlich auch die Frage der Klimaschuld mit verhandelt wird. Also soweit ich weiß, ist der globale Norden, hat irgendwie eine viel größere Schuld. Also kannst du was dazu sagen, wie das so läuft? Ja, die historischen Emissionen des globalen Nordens belaufen sich auf ungefähr so 2/3 der historischen Gesamtemissionen. Und daher stellt sich schon seit auch Beginn der Klimaverhandlungen immer wieder die Frage, wer denn für diese Krise verantwortlich ist und wer dann auch verantwortlich ist, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Und also vor allen Dingen Treibhausgase den Ausstoß von Treibhausgasen zu mindern und auch letztendlich dafür aufzukommen, dass all diese Anpassungsleistungen an Klimawandelfolgen natürlich auch erfolgen müssen. Das wird schon ganz lange, auch vor allen Dingen zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, sehr stark diskutiert. Ist auf jeden Fall auch immer wieder ein Streitpunkt und auch hier und da ein Hindernis gewesen bei Klimaverhandlungen. Und gerade mit Blick auf die historischen Emissionen fordern natürlich Länder des globalen Südens, dass Länder des globalen Nordens einfach da in die Verantwortung gehen. Und wenn wir uns jetzt nochmal auch gerade hier dieses Werk von der Künstlerin anschauen und diese wirklich so realen, greifbaren Folgen von Umweltverschmutzung sehen, ist es natürlich ganz besonders relevant, weil Indien ist natürlich eins der Länder mit einer auch sehr starken Luftverschmutzung, insbesondere im urbanen Raum. Und es hat natürlich gesundheitliche Folgen. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Luftverschmutzung ist eine der größten, eine der Top 5 letztendlich Gründe für gesundheitlichen Risiken, die Menschen global ausgesetzt sind. Carla, könntest du kurz diese Grafik dazu einblenden? Es ist ein großer Anteil, weshalb wirklich auch Leute sterben. Ne? Das war mir gar nicht so klar. Direkt. Ja, genau. Tatsächlich steht sie auch, dass 92% der Weltbevölkerung in Gegenden leben, die einem Level von Luftverschmutzung ausgesetzt sind, das sozusagen den Qualitätsansprüchen der WHO nicht genügt. Und das hat natürlich reale gesundheitliche Folgen für Menschen. Und tatsächlich ist, wie wir hier auch sehen, Luftverschmutzung auf Platz 5 der gesundheitlichen Risiken. Oh, okay. Ich glaube, wir können wieder zurück zu dem Film. Und was wir auch vorher besprochen hatten, war, also frage ich mich, wenn man sozusagen über das Klima redet und über den Klimawandel, dann fällt oft der Begriff, okay, es ist Umweltverschmutzung, wir müssen die Tiere retten, also das ist auch alles richtig, so das Ökosystem. Wie siehst du das? Ich habe so manchmal das Gefühl, dass eigentlich die Menschen, die schon jetzt darunter leiden von unserer Lebensweise, also von der Ressourcenverschwendung, dass
die eigentlich eher nicht so im Blickfeld sind oder nicht so direkt. Ja, auf jeden Fall. Also genau, gerade wenn es um Plastik geht, ne, dann reden wir oftmals von den Müll, der im Meer, in den Meeren landet und natürlich auch allen möglichen Lebewesen in den Ozeanen schadet. Aber natürlich hat Plastik von der Produktion bis letztendlich dann zu der Entsorgung auch negative Auswirkungen für den menschlichen Körper. Das geht natürlich für alle Formen von Umweltverschmutzung. Es ist total interessant eigentlich, dass wir uns da als Menschen immer so ein bisschen außen vorfühlen, was, glaube ich, aber auch viel damit zu tun hat, dass wir halt hier in Deutschland in einer Gesellschaft leben, wo wir mit eben auch dieser Form von Verschmutzung nicht tagtäglich konfrontiert sind. Ne? Also natürlich gibt es auch in Deutschland Luftverschmutzung, auch die ist ungleich verteilt. Auch da sprechen wir öfter auch von Umweltrassismus, was wir sehen, wenn wir uns zum Beispiel auch gerade in größeren Städten anschauen, wie Luftverschmutzung verteilt ist oder auch alle möglichen anderen von Belastungen, Lärmbelastung, Lichtverschmutzung und so weiter. Auch da gibt es Unterschiede. Ja, kannst du darauf nochmal näher eingehen? Also wer ist besonders betroffen und warum jetzt hier in Deutschland? In Deutschland vor allen Dingen Menschen natürlich mit wenig ökonomischen Ressourcen und auch insbesondere schwarze Menschen und Menschen of Color. Genau, also wenn wir uns in Berlin zum Beispiel die Karte angucken, dann sehen wir, dass die Gegenden oder die Kreuzungen mit den stärksten Belastungen, das ist ja auch Mehrfachbelastung, es überschneidet sich ja natürlich, ne? Luft, Lärm, Licht und so weiter, dass das auch Gegenden sind oder Ecken oder auch einfach ganze Bezirke, wie zum Beispiel Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und so weiter, in denen halt auch mehrheitlich schwarze Menschen und Menschen of Color wohnen. Und das halt deswegen auch eine rassistische Dimension, weil natürlich Rassismus auf dem Wohnungsmarkt, Rassismus auf dem Arbeitsmarkt und so weiter dafür sorgen, dass auch gerade schwarze Menschen, Menschen of Color und natürlich auch weiße Menschen mit weniger finanziellen Ressourcen weniger Zugang haben zum Wohnungsmarkt und sich überhaupt aussuchen können, ob sie in diesen stark verschmutzten Gegenden wohnen wollen oder nicht. Und das hat also interessanterweise auch in Berlin auch eine historische Dimension, denn zum Beispiel die Generation meines Vaters konnte sich halt auch nicht aussuchen, wo sie hinziehen. Das waren dann einfach auch schon Gegenden sozusagen dafür überhaupt erst zur Verfügung gestellt oder erlaubt, die schon stark belastet waren. Ja, was ich daran auch interessant finde, ist, dass eigentlich, also ich korrigiere mich, wenn ich hier nur ein Halbwissen habe, aber dass sozusagen diejenigen, die eigentlich geringes Einkommen haben, auch den geringsten Fußabdruck haben. Also sozusagen dadurch, dass man nicht reist, nicht so viel konsumiert, sind es eigentlich eher nicht so diejenigen, die jetzt sich DIY ihre eigene Seife machen, sondern vielleicht einfach gar nicht so die Möglichkeit des Konsums haben, was irgendwie ein schreckliches Paradox ist. Ja, vermutlich sind es schon auch die Menschen mit eher Zugang zu bestimmten Bildung und Zeit und so weiter, die sich jetzt gerade ihre Seife selbst machen. Ja. Aber natürlich sind es vor allen Dingen Menschen mit vielen finanziellen Ressourcen, also reiche Menschen, sowohl national als auch global gesehen, die sich leisten können, all das zu tun, was halt mit starken Treibhausgasemissionen verbunden ist, wie zum Beispiel zu fliegen. Ja. Sehen wir jetzt schon gerade das Werk Neckar-Tor Schwarz? Ja, doch. Genau, das ist Neckar-Tor Schwarz. Und jetzt können wir zum nächsten Punkt, weil, also ich meine, wir können jetzt echt nur diese Themen anreißen. Das ist, so ist unser Format. Wir kommen jetzt zum nächsten großen Thema Plastik. Ich stelle noch mal kurz die Künstler und die Kunstwerke vor. Also hier sehen wir Irwan Ahmed und Tita Saline mit 1000 First Island. Sie leben und arbeiten in Indonesien und haben zusammen mit Fischern eine Insel aus dem Flüssen geholten Plastikmüll zusammengebaut. Es gibt halt dort eine Gegend, wo sozusagen ganz viele kleine Inseln sind und sie haben dann noch eine Insel aus Plastikmüll, die man hier sieht, hinzugefügt. Das andere Werk von ihnen hat den schönen Namen Very, Very Important Fish.
Dort sieht man sie dann, wie sie einen kleinen Fisch aus den verdreckten Flüssen retten und mit Trauerfahnen wieder ins Meer entlassen. Danach sehen wir auch noch Raoul Walsh mit Skeptical Chemist. Dort ist er auf den Spuren des Gemüseanbaus in Südspanien, Almeria, und auch zusammen mit seinem Werk Ocean 9, was ein Riesenmobile bei uns im Museum ist, behandelt er sozusagen das Thema Plastik, wenn es um den Gemüseanbau geht. Also es gibt sehr große Farmen, die auch Biotomaten anbauen, aber wo sehr viel Plastik ins Meer verweht. Genau. Und ja, also beim Thema Plastik, jetzt hier auch in dem Video, ist es ja einerseits, sieht man den Müllverbrauch von Individuen, also von einzelnen Konsumenten. Ich frage mich halt auch, ob es sozusagen, also wie viel Anteil oder wie viel Verantwortung birgt man eigentlich den einzelnen Konsumenten auf, weil ich habe sozusagen, als diese Strohhalmverbote kamen, habe ich mich gewundert, okay, wie viele Industrie-Großverpackungen beinhalten eigentlich Strohhalme und müsste es nicht eher so eine, ja, sollte man nicht eher statt kleinlich seinen Müll zu trennen, vielleicht politisch aktiv werden, um sozusagen andere Produktionsweisen einzufordern oder auch wirklich an die Politik zu gehen, dass die Industrie sich irgendwie also andere Formen von Verpackungen vielleicht sich überlegt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin immer ein Mensch, finde ich, so entweder oder. Ich glaube, dass wir ja letztendlich alle aufgefordert sind, auch umzudenken. So, ne? Und das sendet auch schon irgendwie starke Signale. Und trotzdem ist es auf jeden Fall so, dass die Politik am längeren Hebel sitzt und auch absolut, wie du gesagt hast, das ist entscheidend bei dieser Plastikkrise. Letztendlich ist es das ja, wirklich auf die Herstellerseite zu gucken und weniger auf die Konsumentenseite, weil selbst wenn wir, also auch unsere Entscheidungen sozusagen, Kaufentscheidungen sind ja auch sehr, sehr stark eingeschränkt und auch verknüpft mit finanziellen Ressourcen, wo kann ich einkaufen und so weiter und so fort. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, auch gerade diese einmal Plastikprodukte zu adressieren, denn 40% des Plastiks ist tatsächlich, wird weggeschmissen nach weniger als einem Monat schätzungsweise. Also da ist schon wahnsinnig viel Handlungsbedarf und auch gerade mit diesen Einweg-Plastikprodukten lässt sich enorm viel Plastik einsparen, auch letztendlich, ne, wenn man es noch einmal benutzt, war es dann wirklich notwendig. Bei den meisten Sachen nicht, es sei denn jetzt natürlich, klar, wir können jetzt an medizinische Ausrüstung und so weiter denken, aber bei den meisten Sachen sind das wie Strohhalme, Produkte, die nicht essentiell sind. Ja. Ja. Und hattest du, also wie soll ich sagen, bei dem Plastikmüll hattest du auch mal gesagt, dass es also nach der Ölkrise richtig so ein Lobbyismus der Ölindustrie gab, Plastik zu verbreiten auf der Welt. Könntest du da noch mal was zu sagen? Also weil das hat sich für mich so halb wie also nicht Verschwörungstheorie, aber wie das sozusagen kam. Also weil davor sozusagen ist es ja, ja, haben die Menschen ihre Produkte benutzt, sind damit klargekommen, also und auf einmal ist alles Plastik geworden. Es hat sich natürlich vieles vereinfacht, aber was war da nach der Ölkrise los? Könntest du dazu noch was sagen? Ja, also die Kunststoffproduktion ist auf jeden Fall ein nachgelagerter Teil der petrochemischen Industrie. So, ne? Also es sind vor allen Dingen fossile Rohstoffe wie Gas und Erdöl, die sozusagen verwendet werden oder den Rohstoff bieten für Kunststoffe, für alle möglichen Formen von Plastik. Und da ist es halt vor allen Dingen die petrochemische Industrie, die halt ein großes Interesse daran hat, dafür Absatzmärkte zu schaffen. Und
ja, vor den 50ern, wir erinnern uns ja auch alle noch an diese Glas-Coca-Cola-Flasche und so weiter. Und ich meine, das ist natürlich irgendwie, das haben wir alles nicht mehr live miterlebt. Aber es ist tatsächlich noch nicht so lange her, dass sozusagen Mehrwegverpackungen und sozusagen, weiß ich nicht, irgendwas abfüllen im Tante-Emma-Laden so der Standard war. So, ne? Deswegen ist es auch total spannend, dass wir es heute so schwer haben, uns eine Welt ohne Plastik vorzustellen. Und gleichzeitig liegt es noch gar nicht so viele Generationen zurück, dass sich Plastik so enorm ausgebreitet hat. Die Verwendung von Plastik. Ja, ich hatte was gelesen, dass es aber zum Beispiel in Indien für Frauen, die jetzt von weit weg irgendwie Wasser holen müssen, dass es für die eigentlich einfacher ist oder leichter ist, Plastik zu benutzen, also Plastikbehälter so. Und ich mich dann auch manchmal frage, also es ist so ein Zwischending zwischen dem Ist- und Soll-Zustand. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, man würde, es sollten indische Frauen wieder Tonkrüge oder sowas benutzen, dann lastet die Arbeit eigentlich wieder auf den Frauen und würde das Leben der Frauen schwerer machen. Und so eine Frage stelle ich mich sozusagen, wie geht man mit so einem Problem um? Weil jetzt zur Zeit ist es ja so, dass es sozusagen, also Plastik auch das Leben vereinfacht von vielen Menschen. Ja, es tut beides. Es vereinfacht das Leben. Ne? Auch ich meine, wir müssen uns auch bewusst machen, die größte Anzahl an so Plastikverbrauch, Konsum ist nicht in Indien, so, ne? Sondern das ist in westlichen Ländern vor allen Dingen, vielleicht noch China. Ja. Und hier der Großteil des Plastiks, das wir hier verwenden, ist natürlich auch einfach, um uns das Leben, den Alltag einfacher zu machen. Ich meine, alles Mögliche, wenn wir einfach mal zählen, was wir am Tag alles anfassen, was aus Plastik ist, was wir dann nach kurzer Zeit wegschmeißen, sei es die Zahnbürste oder irgendwie eine paar Verpackungen von einem Nahrungsmittel oder so. Bloß die Frage ist auch da, ist es essentiell? Und das Problem ist ja auch, dass diese Mengen von Plastik, die produziert werden, ja überhaupt nicht recycelt oder sonst irgendwie weiter verwertet werden können. Global werden nur 14% des sozusagen produzierten Plastiks überhaupt recycelt oder wiederverwendet. Also es sind einfach Unmengen von Plastik, die sozusagen in die Meere gehen, aber auch in unsere Böden und letztendlich auch kleine Mikropartikel in der Luft und so weiter. Und die kommen nicht durch sozusagen essentielle Sachen, wie jetzt irgendwelche medizinische Ausrüstung oder Wasserbehälter, die ja auch Menschen dann wirklich lange Zeit benutzen. Darum geht es ja vor allen Dingen nicht, wenn wir über diese Krise sprechen. Ah, okay. Und weil du jetzt sagst, nur 14% des Mülls werden überhaupt recycelt, stimmt es auch, dass es eigentlich genug Plastik gibt, um sozusagen also könnte es eine andere Methode von Recycling geben? Oder ist es sozusagen, warum werden nur 14% recycelt und von wem? Ja, gute Frage. Das ist komplex. Also 14% ist der globale Durchschnitt. In Deutschland werden so im Schnitt 15% Plastikmülls, Abfalls recycelt. Und das hat viel damit zu tun, dass einfach diese Prozesse sehr aufwendig sind und oftmals sozusagen es günstiger ist, letztendlich für Hersteller neues Plastik, also Plastik aus neuen Rohstoffen zu verwenden, als Plastik zu recyceln. Weil Plastik ist ja auch versetzt mit allen möglichen Zusätzen, also chemischen Zusätzen, wie zum Beispiel Farbstoffen oder Weichmachern und so. Und das macht sozusagen die Wiederverwendung von Plastik auch sehr schwer. Ne? Und auch Plastik muss richtig getrennt werden, um überhaupt wiederverwendet werden zu können. Ne? Wir haben unterschiedliche Qualitäten von Plastik. So. All das macht es sehr schwer, Plastik zu recyceln, aber das größte Hindernis ist letztendlich, dass Hersteller nicht dazu gezwungen werden, Plastik wieder zu verwenden. Das ist sozusagen kein
Incentive, also es gibt keinen Anreiz, das zu tun und auch keine Verpflichtung, für diese Müllberge aufzukommen letztendlich. Ja, krass. Und eigentlich sozusagen profitiert die Wirtschaft von der Umweltverschmutzung, wenn man das jetzt platt sagt. Also wenn sozusagen wenn die Kosten mit eingerechnet werden würden, oder wenn es sozusagen die Verpflichtung gäbe, müssten sie halt auch sich also ihre Forschung vielleicht verbessern in andere Materialien oder dass es mehr recycelbar werden könnte, sozusagen, richtig? Absolut, ja. Mhm. Genau, also diese Berge von Müll, wie wir sie jetzt auch gerade in diesem Werk sehen, das ist nur möglich, weil tatsächlich weder die Produzenten noch hier die Hersteller oder NutzerInnen werden dafür zur Verantwortung gezogen. Mhm. Und hier sieht man nochmal Raoul Walshs Werk, das ist sozusagen diese Gemüsefarm in Südspanien, wo es halt auch sozusagen Bio-Tomaten drunter wachsen und wo man auch nochmal sieht, es ist echt sehr schwer, individuelle Entscheidungen zu treffen. Also kann man schon machen, aber das wirklich was auch auf einer größeren Ebene passieren muss, weil viele Menschen auch gar nicht wissen können, woher alles kommt und also wie die Prozesse dahinter sind, selbst wenn man sich vornimmt, irgendwie nachhaltig zu konsumieren. Absolut, genau. Ja, es ist nochmal auch verbildlicht einfach auch nochmal der Moment, wo wir hier in den Laden gehen und irgendwie ein Obst oder ein Gemüse kaufen, selbst wenn es verpackungsfrei ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es so gezüchtet wurde, gewachsen ist, sozusagen, ist sehr, sehr hoch. So, also diese ganze Plastikverschmutzung dahinter bleibt letztendlich unsichtbar. So, ne? Also auch die ganzen Schalen, in denen das dann transportiert wird, damit die Tomate heil ankommt und so und am Ende schön aussieht. All das ist etwas, das wir auch gar nicht, worüber wir letztendlich gar keine Kontrolle haben und was auch für uns gar nicht sichtbar wird, wenn wir im Laden stehen. Ja. Ja, wir hatten uns ja vorher die Kunstwerke ausgesucht und es gab noch ein Kunstwerk, was dir am Herzen lag, zu zeigen, nämlich von Michel de Bruyne, einem Kanadier, Shared Propulsion Car. Ich fand das eher so einen witzigen Gimmick. Carla, kannst du das Video einblenden? Genau. Da sieht man halt ein Auto, was ohne Antrieb fährt, sondern mit Pedalen. Wieso hat dich das angesprochen, Emil? Ich finde es auch vor allen Dingen witzig, aber für mich, gerade in unserem Gespräch, in unserem Gang durchs Museum hatte ich so das Bild, dass einfach unsere Welt, unser Leben hier wahrscheinlich dem etwas ähnlicher wäre, wenn wir tatsächlich diese ganzen Kosten für unsere Lebensweise hier nicht externalisieren würden. Ne? Also auch, ich meine, wie gesagt, Plastik ist ja auch ein Beiprodukt der petrochemischen Industrie. Durch Ölförderung werden Menschen werden Gegenden zerstört, ganze Regionen zerstört und letztendlich auch sozusagen der gesundheitliche Zustand von den Menschen, die dort leben und so. Ja, wie in Nigeria, ne? Genau, wie zum Beispiel in Nigeria. Und hier sieht man es nochmal. Und ich fand es einfach so sinnbildlich irgendwie so ganz, ganz spannend, so, weil ich glaube, tatsächlich mit diesen vielen von diesem, was sozusagen hier so das Leben einfach macht und so eine Convenience, also so, wie du ja auch schon gesagt hast, diese ganzen angenehmen Annehmlichkeiten oder so. Ja. Wenn es das nicht gäbe, dann würde viel, viel mehr so manuell laufen. Ja. Ja, also die halbe Stunde ist jetzt schon sehr schnell vergangen. Ich würde kurz mal unsere Social-Media-Kollegin fragen, ob Fragen oder Kommentare sind. Malu? Ja, also bis jetzt hält sich die Community dezent zurück. Es kann natürlich sein, dass jetzt noch nach dem Gespräch irgendwie bei dem einen oder anderen eine Frage aufploppt. Die würde ich dann an euch weiterleiten.
Okay, vielleicht können wir auch noch ein Kunstwerk zeigen. Geht das, Carla? Die von Dani Plöger, die Maschine, das fand ich auch noch ganz interessant. Laboratory of Electronic Aging, das ist eine echte, also ein echtes Labor, in dem sozusagen die Halbwertszeit oder die Materialeigenschaften von zum Beispiel Telefonen getestet werden, um sozusagen sie auch ja, einer bestimmten Verbrauchszeit, nachdem man das Handy nicht mehr braucht oder dass es wirklich schnell runterfällt. Also wenn es runterfällt, schnell kaputt geht, das ist, fand ich, auch ein sehr guter Ausdruck dafür, dass wir eigentlich in einem Wirtschaftssystem gefangen sind, was sozusagen immer auf Wachstum und aus ist und es eigentlich gar nicht um die Bedürfnisse des Menschen geht, sondern ja nur von der Industrie eigentlich hauptsächlich. Ähm, ja, was sagst du dazu? Ja, ich fand das auch ein sehr spannendes Werk. Man konnte ja auch dieses Pedal da treten, was da gerade eben zu sehen war, und dann schepperte es in diesen kleinen Kasten, der das Handy dann immer so hoch und runter geworfen hat. Ja. Und ja, absolut. Also ich meine, dafür gibt es ja auch einen Begriff, so eine geplante Obsolenz. Also Genau, dass ja. elektronische Geräte nach eine gewisse eingebaute Halbwertszeit haben und einfach dann kaputt gehen. Und darüber reden wir einfach leider auch viel zu wenig. Natürlich wird sowas ja nicht zugegeben. Ja. Aber das ist genau, wie du sagst, verdeutlicht einfach auch nochmal diese ganze Absurdität dahinter, dass wir letztendlich in einem Wirtschaftssystem leben, was es erfordert, dass Sachen kaputt gehen und wieder neu gekauft werden müssen und entsprechend auch produziert und konsumiert werden. Und zumal zum Beispiel bei den Handys ist ja auch die Rohstoffe dafür unter den übelsten Bedingungen abgebaut werden und es wirklich schrecklich ist eigentlich, dass man immer wieder was Neues kauft von Produkten, die unter übelsten Bedingungen eigentlich hergestellt werden, also die wir alle benutzen. Ja. Genau, ob es Erdöl oder Erdgas ist, auch beides, ne? Rohstoffe, die sehr, sehr viele Konflikte produzieren und sehr viel Umweltverschmutzung und sehr viele gesundheitliche Schäden für Menschen. Und natürlich gilt das Gleiche für all diese Mineralien, die in Handys sind, wie Coltan oder so. Ja, genau. Ja. Malu, ist jetzt was los, sonst würde ich uns vielleicht langsam verabschieden. Leider nicht. Aber bevor es zum Ende geht, möchte ich noch auf den Katalog zur Ausstellung hinweisen. Und wenn man jetzt denkt, so, es ist auch schon wieder ein Ausstellungskatalog, aber mit diesem Katalog tut man sogar was Gutes, denn die Erlöse davon, die werden in Leipziger Baumpatenschaften, die finanzieren die. Und das ist von Andreas Kreiner, auch einem Künstler in der Ausstellung, eine Idee gewesen, was ganz Schönes. Der ist bei uns an der Museumskasse erhältlich. Okay. Und die Ausstellung lohnt sich auf jeden Fall auch wirklich anzuschauen. Ich war sehr beeindruckt. Danke. Also wer Zeit hat und in Leipzig ist, schaut sie euch an. Bis 8.11. Genau. Dann bleibt mir nur noch euch zu danken. Danke Ime, danke Malu, danke Carlo hinter den Kulissen und auch unseren Förderern. Die Ausstellung wurde gefördert vom Umweltbundesamt und MDBK in Transit wird von der Kulturstiftung des Bundes, dem 360-Grad-Programm, gefördert. Genau, also dann besucht die Ausstellung, schaut ins nächste MDBK Insight rein. Euch noch eine gute Zeit, Ime und Carla, und auch euch allen bleibt gesund und konsumiert nicht so viel Plastik. Danke dir. Okay. Tschüss. Tschüss.